Hallo ihr Lieben, viele Grüße aus dem Wald. Ich bin gerade angekommen an meinem Kraftort im Wald. Ich habe hier einen Baumkreis entdeckt vor einiger Zeit und hier zieht es mich immer wieder her. Hier steht eine große Buche. So groß ist sie vielleicht noch nicht, aber sie ist sehr kräftig und die schützt mich hier und redet mit mir, ist da und diese Präsenz tut sehr gut. Es sind Kiefern da, Tannen da. Es zirpt leicht vor sich hin und es fängt leicht an zu nieseln. Sehr schön. Ja, und ich wollte euch hier aus dem Wald auch nochmal etwas erzählen zum Kreuz. Das habe ich auch mitgebracht. Zu diesem wunderbaren Symbol. Es ist die Verkörperung von etwas ganz Großem. Es zeigt die Verbindung von der kosmischen Energie, der spirituellen Energie, die sich als Yang-Energie, als männliche Energie zeigt und dann mit der irdischen Energie, mit dem Materiellen verbindet und uns dadurch, uns Menschen ermöglicht, dieses Leben zu führen, was wir hier führen im inkarnierten Zustand auf der Erde. Und also es zeigt was ganz Großes, es zeigt das Leben, was hier stattfindet von uns. Und das ist einfach was ganz Einzigartiges, diese Verbindung, die wir hier erleben dürfen auf der Erde. Als menschliche Wesen, die eigentlich geistige, spirituelle Wesen sind und hier in dieser Materialität uns erfahren dürfen und das Leben erfahren dürfen. Und das ist das, was das Kreuz zeigt. Was ganz Großes, was hier stattfindet. Und ich bin ja hier an meinem Kraftort und dieser Kraftort ist ein Baumkreis. Und wir haben diesen Kreis, also ich und mein Lebensliebesgefährte, noch weiter initiiert. Wir haben hier noch ein Medizinrad installiert, haben Himmelsrichtungen ausgelotet. An diesen Himmelsrichtungen stehen auch Bäume. Die Buche steht genau in Südrichtung. Ich sitze gerade in der Mitte von diesem Kreis und das ist auch das, warum dieser Fleck hier so besonders ist, weil er hat etwas ganz Geborgenes, Zentriertes. Und das ist das, was eigentlich auch hier im Kleinen, in dem Kreuz dargestellt ist. Die 4 Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten, Westen, die Grundparameter von einem Baumkreis, auch einem Steinkreis, einem heiligen Kreis abbilden und auch von einem Medizinrad. Und es gibt ganz viel Ruhe und Halt und jede Himmelsrichtung hat auch eine eigene Energie und somit auch in dem Kreis, in dem ich gerade sitze, hat jede Richtung eine eigene Energie, die man nutzen kann, wenn Prozesse im Leben stattfinden, in denen man dann vielleicht Unterstützung benötigt, Energie, die einem dabei hilft, Kraft zu sammeln für den weiteren Weg, der dann vor einem liegt, oder auch Antworten zu bekommen für gewisse Fragen, die man zu gewissen Zeitpunkten im Leben hat. Ja, und das ist das, was
letztendlich hier im Kleinen dargestellt ist. Wie im Kleinen, so im Großen. Und ich finde es so interessant, dass alles sich in allem irgendwo wiederfindet. Und da sieht man mal, wie alles aufgebaut ist, aufeinander, miteinander und nichts einfach nur Zufall ist. Und wie die Lebenszyklen auch sich immer wiederfinden im Kreis, im Kreuz. Alle Zyklen des Lebens, der Sonnenkreislauf, der Tageskreislauf, der Lebenskreislauf, alles kann ich immer wieder auf den Grundstock reduzieren, auf die 4 Grundarchetypen. Ja, was ganz Schönes, was wir hier erleben dürfen auf der Erde und was sich hier im Kleinen wie im Großen zeigt, in diesem Baumkreis mit den Energien. Und wenn man da einfach mal reinspürt in diese Energien, dann merkt man, wie viel uns die Symbole, Geometrien über das Leben sagen können und über uns sagen können und wie sie uns helfen können. Ich wünsche euch immer ganz viel schöne Momente in der Natur und wünsche euch, dass ihr Zeit und Ruhe findet, immer wieder zu euch zu kommen, eure Mitte zu finden. Und ja, da kann euch auf jeden Fall dieses Symbol immer wieder dabei helfen und euch daran erinnern. Lasst euch führen von diesem tollen Symbol und beschützen und lasst euch eure Mitte zeigen. Und ich wünsche euch alles Gute aus dem Wald, schicke euch Waldenergie und wünsche euch immer gute Energien.